Good morning and good morning again. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. Now, I think I was very clear regarding the unbeliever and the believer. Ich denke, ich war sehr deutlich, was den Ungläubigen und den Gläubigen angeht. Because the Bible is very clear. Weil die Bibel sehr deutlich ist. Verse 19. Vers 19. Because of spiritual apathy, they surrender their lives to lewdness, impurity, and sexual obsession. Wegen ihrer geistlichen Apathie geben sie ihr Leben der Unzucht, der Unreinheit und der sexuellen Besessenheit hin. It's very interesting. The Bible talks about a spiritual apathy. Es ist sehr interessant, dass die Bibel von geistlicher Apathie spricht. Apathy is a very dangerous thing. Gleichgültigkeit, Apathie, ist eine sehr gefährliche Sache. I understand that here the Bible talks about unbelievers. Ich verstehe, dass die Bibel hier von Ungläubigen spricht. And I understand that this is not us. It's not talking about us. Mir ist klar, dass es nicht um uns geht, dass sie nicht über uns spricht. But do you know, spiritual apathy can actually grip everybody's heart. Aber weißt du, dass geistliche Apathie wirklich jedes Herz ergreifen kann? And I've seen so many Christians who were on fire for Jesus and now they've become apathetic. Ich habe schon so viele Christen gesehen, die für Jesus gebrannt haben und dann apathisch geworden sind. And this is something that I've asked myself a question many times. How can this happen? Ich habe mich schon oft gefragt, wie kann das passieren? How can it happen that one person is on fire for Jesus and then they're just apathetic, just whatever? Wie kann es passieren, dass eine Person für Jesus brennt, dann aber nur noch apathisch ist? Einfach so. They didn't stop to believe in the Christian faith. Sie hat ja nicht aufgehört, an den christlichen Glauben zu glauben. That's a different story. Das ist etwas anderes. There are people who walk away from the Christian faith. Es gibt Menschen, die vom christlichen Glauben weggehen. But I know also a lot of Christians who still are Christians, still believe in the sacrifice of Christ. Doch ich kenne viele Christen, die immer noch Christen sind, immer noch an das Opfer Christi glauben, But they've just become spiritually apathetic. die aber geistlich einfach apathisch geworden sind. I have friends, they were crazy for Jesus and today they're just apathetic. Ich habe Freunde, die verrückt nach Jesus waren. Heute sind sie einfach apathisch. You know, like, whatever, just let me live my Christian life, just leave me alone. Sie sind wie, egal, lasst mich einfach mein christliches Leben leben. Lass mich einfach in Ruhe. No more fire, no more burning. Sie haben kein Feuer mehr. Sie brennen nicht mehr. And I think we should take it as a warning what Paul says about the non-Christians. Ich denke, wir sollten das, was Paulus über die Nichtchristen sagt, als Warnung auffassen. Reminding ourselves that we must never become spiritually apathetic. Und uns immer wieder daran erinnern, dass wir niemals geistlich apathisch werden dürfen. There was a man whose name was T.L. Osborne. Es gab einen Mann namens T.L. Osborne. He died just a few years ago. Er ist erst vor ein paar Jahren gestorben. He was one of the most extraordinary evangelists who led millions to Jesus Christ. Er war einer der außergewöhnlichsten Evangelisten, der Millionen zu Jesus Christus geführt hat. He burned for Jesus in the most unreal way. Er brannte auf die unwirklichste Weise für Jesus. And I read an interview when a leader and founder of a great Christian magazine interviewed him. Ich habe einen Bericht gelesen, in dem ihn der Leiter und Gründer einer großen christlichen Zeitschrift interviewt hat. The guy was already very old and kind of weak and fragile. T.L. Osborne war schon sehr alt und irgendwie schwach und zerbrechlich. But I remember the man who interviewed him, he was so deeply impacted by T.L. Osborne. Aber ich erinnere mich, dass der Mann, der ihn interviewte, von T.L. Osborne tief beeindruckt war. Because being old and coming to the end of his life, Denn obwohl er alt war und sich dem Ende seines Lebens näherte, his heart burned like fire. sein Herz brannte wie Feuer. It burned like fire when he talked about Jesus. Es brannte wie Feuer, wenn er über Jesus sprach. His eyes sparkled. Seine Augen funkelten. I said, Jesus, I never, ever want to have spiritual apathy. Ich sagte, Jesus, ich möchte niemals geistlich apathisch sein. You know what I believe is one of the keys? Ich denke, einer der Schlüssel dazu ist, Never remain on the level that you are today. Go deeper every day. bleibe nie auf dem Niveau, auf dem du heute bist, sondern gehe jeden Tag tiefer. If you're satisfied with your spiritual state today,
you are in great danger to become spiritually apathetic without noticing it. Wenn du mit deinem heutigen geistlichen Zustand zufrieden bist, läufst du Gefahr, geistlich apathisch zu werden, ohne es zu merken. I like to say it like this. Ich drücke es gerne wie folgt aus. I'm very thankful, but very dissatisfied. Ich bin sehr dankbar, aber sehr unzufrieden. I'm so thankful for everything I've experienced with Jesus. Ich bin so dankbar für alles, was ich mit Jesus erlebe. I'm so thankful for everything that He allowed me to experience in my walk with Him. Ich bin so dankbar für alles, was ich auf meinem Weg mit ihm erleben darf. I'm thankful the way He used me. Ich bin dankbar für die Art und Weise, wie er mich benutzt. I'm thankful for my relationship with Him. Ich bin dankbar für meine Beziehung zu ihm. But you know what? Aber weißt du was? At the same time, I'm so dissatisfied because I know there is so much more and so much deeper life with Jesus. Gleichzeitig bin ich so unzufrieden, weil ich weiß, dass es so viel mehr und ein so viel tieferes Leben mit Jesus gibt. And this is what I want to keep going in my heart. The older I get, the more I want to burn for Jesus. Genau das möchte ich in meinem Herzen bewahren. Je älter ich werde, desto mehr möchte ich für Jesus brennen. And I personally believe Ich persönlich glaube, that unless we very, very intentionally and proactively wenn wir nicht sehr, sehr bewusst und proaktiv constantly pursue a deeper relationship with Jesus, we can also become spiritually apathetic. ständig nach einer tieferen Beziehung zu Jesus streben, können auch wir geistlich apathisch werden. So I would like to challenge you Deshalb möchte ich dich herausfordern, that today you make a choice to say, Jesus, I never want to become spiritually apathetic. dass du heute die Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich will niemals geistlich apathisch werden. I want to keep burning and burning until you come back for me. Ich will brennen und brennen, bis du wiederkommst und mich holst. I have almost this godly fear in me of becoming more apathetic and more calm in my walk with Jesus the older I get. Ich habe diese fast göttliche Angst, dass ich auf meinem Weg mit Jesus, je älter ich werde, immer apathischer und ruhiger werde. Keep your fire burning. Halte dein Feuer am Brennen. See you tomorrow. Bis morgen.